Zugeschaltet ist jetzt Ricarda Luk. Sie ist die Mutter von Shani Luk, die von der Hamas beim Terrorangriff am 7. Oktober ebenfalls ermordet wurde. Frau Luk, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, dass weitere Geiseln nur noch tot nach Hause gebracht werden? Diesen emotionalen Stress haben Sie ja auch erlebt. Ja, genau. Also wir waren in einer ähnlichen Situation in 8 Monaten nach dem 7. Oktober, wo unsere Tochter Shani geboren worden ist. Und einerseits ist es ein bisschen Erleichterung. Wenigstens wissen die Leute, wo ihre Geliebten sind. Und man kann sie nach Hause bringen und man kann sie beerdigen in der Nähe. Und es gibt so einen bestimmten Abschluss. Aber andererseits hat es eben so etwas Endgültiges. Leider, also ich fühle mit den Familien. Aber wenigstens wissen sie, wo sie sind und sie können sie zurückführen. Das ist wenigstens der Trost. Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang auch ein Begräbnis durchführen zu können und einen Ort zu haben, zu dem man immer wieder zurückkehren kann, um eben die Angehörigen, die von der Hamas ermordet wurden, um ihnen dann noch mal nahe zu sein? Ja, also wir wussten ja ungefähr 3 Wochen nach dem 7. Oktober, dass Shani noch nicht mehr am Leben ist. Und wir haben uns an sich damit abgefunden, dass ihr Körper wahrscheinlich nicht zurückgeführt wird. Wir hatten Zweifel, dass sie gefunden werden und dass die Hamas sie freigeben werden. Und wir haben auch gesagt, wir wollen, dass keine Soldaten in Gefahr kommen, um die Toten herauszubekommen. Also uns ist es wichtiger, dass die lebenden Geiseln gebrochen werden, nicht die toten Körper. Also wir haben uns damit abgefunden, aber als wir dann nach 8 Monaten die Nachricht bekommen haben, dass Shani zurückgeführt wird, war es doch ein Trost und ein gutes Gefühl. Und also für mich und meine Familie war es wirklich ein Abschluss, dass sie in der Nähe ist plötzlich und dass wir sie begraben können, besuchen können und nicht irgendwo immer denken, also wo ist sie jetzt oder wo liegt sie jetzt irgendwo im Gazastreifen. Und also es ist trotzdem ein gutes Gefühl und wie gesagt so ein bisschen ein Abschluss, das in der Nähe ist. Haben Sie noch Kontakt zu den Angehörigen der anderen Geiseln? Helfen Sie sich untereinander auch emotional? Ja, also hier in Israel, wie gesagt, wir sind immer noch mittendrin im 7. Oktober. Der ist nicht vorbei für Israel und vor allem nicht für die Familien, den Geiseln, die wo noch dort sind und die wo schon zurückgeführt wurden. Also wir haben alle Kontakt noch und es gibt sehr viele Aktionen, um zu helfen, dass die Geiseln freigelassen werden. Wie gesagt, wir sind nicht auf jeder Organisation und auf jeder Demonstration und alles, weil wir eben auch versuchen, mit unserem Leben weiterzukommen und die Sache ein bisschen zu überwinden, aber wir versuchen trotzdem zu helfen, wie man es noch kann. Und wir haben auch viele Kontakte geschlossen mit den Familien über irgendwelche Treffen. Und wir kennen also schon die meisten Familien und helfen uns gegenseitig. Sie haben ja gerade eben schon angedeutet, wie wichtig es ist, dass die restlichen Geiseln lebend zurückkommen, dass da der Fokus drauf liegen soll. Unternimmt denn die Regierung Netanyahu Ihrer Meinung nach genug, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, oft haben wir da auch immer unsere Zweifel mit der Regierung. Es gibt ja auch die internen Probleme in der Regierung, aber wir wissen, wie schwierig die Verhandlungen sind, weil man eben nur zwei Partner hat. Es ist nicht nur die israelische Regierung, sondern auch die Hamas. Und manchmal stimmt Israel dazu und manchmal die Hamas nicht. Und es ist wirklich sehr schwierig, da zu einer Einigung zu kommen. Und also wir hätten uns nie vorstellen können, dass es so lange dauern wird, bis es jetzt ist. Also die Enttäuschung ist trotzdem groß für allen Familien, dass wir immer noch keinen richtigen Abschluss haben und die Geiseln zurückbekommen können. Leider. Frau Luk, vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft. Dankeschön. Vielen Dank.